Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und ihr seht es schon, worum es heute geht. Ich habe es schon in einem der Update-Videos kürzlich erwähnt und zwar ist endlich mein Bricklink-Paket gekommen. Also das hier ist ein Set aus dem, wir können es mal kurz kippen, dann sieht man es, aus dem sogenannten Bricklink Designer Programm, oder Program besser gesagt. Und zwar geht es darum, es gibt... Wisst ihr ja wahrscheinlich, Lego Ideas, dort gibt es diverse Sets, die Leute einreichen können, dann können Leute dafür stimmen und wenn wir 10.000 Stimmen haben, wird das Ganze genauer von Lego angeschaut, ob daraus ein offizielles Set gemacht wird und dabei entstanden dann verschiedene Sets, wie, mir fällt natürlich jetzt überhaupt keins ein, zum Beispiel der Fishing Shop, den es damals gab, dieses Fishing-Gebäude oder dieses Ship in a Bottle und so weiter. Und viele Sets werden aber keine Sets, die bei Lego rauskommen, obwohl sie die 10.000er Grenze erreicht haben. Und für die gibt es teilweise nochmal eine zweite Möglichkeit, und zwar über Bricklink in Kooperation mit Lego, gibt es dann die Möglichkeit, dass im Crowdfunding in verschiedenen Runden diverse Sets doch nochmal realisiert werden können in einer sehr limitierten Anzahl. Und es gibt dann immer diverse, ich glaube 10 Stück pro Crowdfunding-Runde und die ersten 5, die mindestens 3.000 Käufe erreichen, die werden realisiert, die anderen 5 nicht. Und in der ersten Runde war unter anderem dieses Fishing Boat eines davon. Davon sollte es ursprünglich nur 5.000 Stück weltweit geben. Wie auch von den anderen Sets, aber durch einen Fehler wurden von dem anderen Set, das ist eine kleine Burg gewesen, aus Versehen 10.000 verkauft, was dazu führte, dass jetzt auch die anderen Sets 10.000 Mal hergestellt werden, wobei es in 2 Runden, das heißt, das hier ist der ersten 5.000er Runde, die aus der zweiten 5.000er Runde werden später erscheinen. Wenn ihr euch das Ganze jetzt vielleicht mal angeschaut habt, die kommen jetzt langsam alle hier bei den Leuten ein, die es gekauft haben. Und der Preis für dieses Set waren 110 €, da das Ganze über Lego läuft, sogar portofrei. Es sind, soweit ich weiß, ungefähr, ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo jetzt draufsteht, ich glaube ungefähr 1.600 Teile. Wir drehen es mal um. Na, steht jetzt gerade nirgends, aber es sind ungefähr 1.600 Teile. Ist ein okayer Preis, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist ein Set, das in absolut geringer Stückzahl entsteht. Es ist, wie ihr sehen könnt, noch versiegelt und da kommen wir zu einem anderen Thema und zwar... Der Preis von dem ganzen Ding ist abartig hoch. Ich gehe mal hier rüber, schaut euch hier mal auf dem Rechner die Preise bei eBay an, die verkaufen. Ich habe extra nur die Artikel genommen, die auch wirklich verkauft waren. Das sieht man hier drüben schön an dem Filter verkaufte Artikel. Und ihr seht, die wurden teilweise ernsthaft für 400, 300 € verkauft. Das heißt, der Preis von diesem Set ist abartig hoch. Jetzt wird natürlich auch noch weiter steigen. Denn, wie gesagt, es wird keine weiteren Sets geben. Es gibt weltweit 10.000 Stück, beziehungsweise momentan nur 5.000 Stück. Und da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Trotzdem, obwohl dieses Set mich 110 € gekostet und ich wahrscheinlich locker für das 3- bis 4-fache verkaufen könnte, werden wir das Ganze gleich entsiegeln und zusammenbauen. Und das werde ich hier in einem Speed-Bild machen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze fertig aussieht und dann überlegen wir uns auch, was wir damit machen. Eine Sache vorab, es läuft momentan, glaube ich weiß gar nicht, was momentan immer noch ist, aktuell ist es die 2. Runde und dort gibt es diese 5 Sets, die es geschafft haben, mindestens 3.000 Leute zu finden und ich habe das hier unten, dieses Bowling Diner, was auch immer das ist, ich klicke mal drauf. Das habe ich mir auch bestellt. Ich war einer der Glücklichen, die es hinbekommen haben, dass wir das hier kriegen können. Ich werde es, wenn es kommt, aufbauen und massiv erweitern, damit es dann irgendwann eine der Erweiterungen der Brickworld irgendwo hinpasst. Aber ich finde es wirklich genial designt. Ich weiß den Preis nicht mehr. Es kommt wahrscheinlich erst irgendwann in 6 Monaten. Aber ich habe eins mir sichern können von den 10.000 Stück und ich bin gespannt. Aber jetzt erstmal aufhören mit dem vielen Gerede. Ich werde jetzt das hier entsiegeln und dann baue ich das Ganze hier für euch auf. Wie ihr sehen könnt, das Siegel ist gebrochen. Damit ist es jetzt wahrscheinlich ungefähr 300 € weniger wert. Aber wir wollen es hier aufbauen. Was auf ersten auffällt ist, hier gibt es keine Anleitung. Es gibt die Anleitung nur digital, deshalb auch hier diese Infokarte. Aber ansonsten sieht das Ganze aus wie ein ganz normales Lego-Set. Es wurde ja auch von Lego selber hergestellt, in Kooperation mit Bricklink, wobei Bricklink gehört ja inzwischen auch zu Lego. Aber das Ganze haben wir jetzt nur digital. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Handy von mir. Nicht wundern, dass hier ein Sprung drin ist. Das ist ein relativ altes Handy.
Denn das Ganze gibt tatsächlich dummerweise nicht, soweit ich das gesehen habe, jetzt als Möglichkeit, das hier irgendwie auf dem Rechner anzuschauen, weil ich hab die Anleitung auf der Lego-Seite gesucht. Die ist noch nicht da, die ist momentan nur in der App zu finden, was ich persönlich ein bisschen doof finde. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt wirklich einfach mal an, das Ganze zu bauen. Ich filme das Ganze jetzt hier mit im Speedbild und dann schauen wir uns am Ende, wie gesagt, an, was daraus geworden ist. So, ich habe ja in einer Videobeschreibung angekündigt, dass ich das Speedbild von dem ganzen Modell kommentieren werde, weil es dauert doch einige Zeit. Ich glaube ungefähr fast 7 Minuten. Und ihr seht auch unten rechts in der Ecke die Anleitung, die ja nur digital vorhanden ist momentan. Und ich muss sagen, ich habe mit dem System eigentlich noch nie irgendwas gebaut. Eigentlich immer nur mit Papieranleitungen. Es ist auf der einen Seite natürlich vorteilhaft, weil es natürlich Papier etc. spart und man jetzt nicht so einen riesen Block an Papier vor sich liegen hat. Aber die App hat auf jeden Fall das Problem, dass sie ein paar Optimierungen brauchen könnte, denn man erkennt teilweise nicht, welche Farbe es ist. Also das gleiche Problem wie in der Anleitung. Und zum anderen erkennt man teilweise nicht genau, wo der Stein ist, weil die neuen Steine sind nicht markiert. Das ist ja noch okay. Aber auch die Übergänge zwischen den Steinen erkennt man etwas schlecht. Weil wir haben jetzt zum Beispiel da jetzt ganz viel im Innenraum mit diesem Braunen, diesem Reddish Brown, die teilweise 3er- und 4er-Steine sind. Und man erkennt einfach nicht so genau, wo jetzt welcher Stein liegt. Da muss man erstmal ein bisschen ranzoomen, ein bisschen drehen. Das ist natürlich vorteilhaft, dass man eben das Modell digital drehen kann in der Anleitung, um sich irgendwas genauer anzuschauen. Das ist ein Riesenvorteil, aber ihr seht jetzt erstmal rück zum Bau, wie das Ganze aussieht. Es gibt ein bisschen Innenleben da, das ist unten im Bauch, also mit 2 Betten, ein paar Flaschen etc. Und grundsätzlich ist es eine sehr interessante Bautechnik, denn das Ganze ist ja ungerade breit, also dass man eben eine schöne Form bekommen kann mit dem Bug und dem Kiel. Und es ist schon, man glaubt nicht, wie viele Steine da reinwandern in so ein Grundgerüst, weil das ist ja noch nicht mal die Verkleidung da. Und da kommen sehr, sehr, sehr viele Steine rein. Ich muss sagen, es hat sehr, sehr lange gedauert, viel länger als ich dachte. Teilweise war ich doch ein bisschen, ja, ich fand es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, ein bisschen teilweise zusammenzubauen, weil es sind teilweise Bautechniken dabei, also es sieht sehr, sehr gut aus, es lässt sich nicht abstreiten, aber teilweise ist der Bau schon ein bisschen schwierig, weil teilweise hängen Steine kurzzeitig über. Teilweise muss man die mit irgendwelchen Technikkonstrukten irgendwo einklicken, kommt da aber kaum ran. Und wenn man jetzt hier sieht, wie ich gerade anfange, die Außenwände zu bauen, das ist natürlich sehr, sehr langweilig in Anführungsstrichen, weil erstens es sind sehr, sehr viele Steine und man baut vor allem bisher immer zweimal. Man muss es ja nochmal seitenverkehrt für die andere Seite bauen. Aber ich finde grundsätzlich ist das ein sehr, sehr schönes Modell. Und ihr seht jetzt endlich mal langsam, wie das Ganze entsteht. Ich finde auch die Farbgebung schön und das mit der Verplankung oben haben sie sich auch sehr viel Mühe gegeben, beziehungsweise Lego zusammen mit dem eigentlichen Designer. Und ihr seht aber wirklich auch jetzt hier, wie immer mehr Steine in das Ganze reinwandern und der ganze Aufbau ist ja noch gar nicht da. Da wird momentan erstmal die ganze Außenhülle gebaut. Die ist ja ein bisschen gerundet. Das sieht an sich ganz nett aus. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob man das nicht hätte besser machen können, in Anführungsstrichen. Es sind halt doch recht große Löcher drin teilweise. Ob man da nicht irgendwie was anderes hätte machen können. Vor allem unten bei dem Roten finde ich die Löcher teilweise echt extrem. Und wenn man jetzt bald noch sieht, wie dann die andere Seite gebaut wird, aber ich will mich jetzt auch nicht unnötig beschweren. Es ist wirklich ein sehr schönes Modell. Der Preis mit den knapp 110 Euro ohne Versand, weil direkt bei Lego ja bestellt, ist okay. Es sind, glaube ich, ungefähr 1600 Teile und es sieht wirklich schön aus. Ihr habt es wahrscheinlich schon wahrscheinlich im Vorschaubild gesehen, ansonsten seht ihr es gleich nochmal am Ende jetzt gleich im Laufe dieses Videos, wenn ich dann jetzt hier mit dem Speedbild fertig bin. Es steht nämlich gerade hier bei mir im Fluss und es ist wirklich sehr groß. Also da ist auf jeden Fall der falsche Platz. Es würde eh nicht unter der Brücke durchpassen. Aber in einer der großen Erweiterungen für drüben in den neuen Räumen, da wird es ja dann auch eine Art Hafengebiet geben, also auf jeden Fall noch eine Wasserfläche. Und da wird es auf jeden Fall einen guten Platz dafür geben. Und ich muss auch sagen, der Maßstab gefällt mir wirklich gut, der passt gut zur Brickworld, ist halt deutlich größer als die üblichen Schiffe von Lego. Es gibt ja auch große Schiffe von Lego, die sind aber eigentlich in dem Sinne wieder zu klein, weil die zwar groß an sich sind, aber zu klein in ihrer Bedeutung, sage ich mal. Und hier, das ist auf jeden Fall ein schöner Maßstab, der passt gut. Hier seht ihr gerade, wie ich den Anker übrigens eingefädelt habe. Das war auch eine Sache, die ewig gedauert hat, weil da die Kette da unten durch musste, durch das ganze Konstrukt und das war gar nicht so einfach, die da durchzubekommen.
Jedenfalls seht ihr jetzt auch, wie jetzt endlich der Aufbau. Ihr seht ja oben die Lücke im Schiffsboden, also in der Verplankung oben. Und da kommt der Aufbau noch drauf. Und den baue ich hier gerade. Also das ist hauptsächlich eigentlich die Brücke für den Captain mit ein paar kleinen Details. Und auch da sind sehr interessante Bautechniken. Auch da, ich weiß nicht, ob man das Bildbild eigentlich sieht, da fliegt mir ab und zu was weg, weil es einfach noch nicht stabil genug ist. Aber was mir auch aufgefallen ist, das sieht man jetzt noch nicht, es sind sehr viele potenzielle Beleuchtungselemente dort zu sehen. Also ich glaube, dass ich das ganze Set natürlich auch noch beleuchten werde, vielleicht auch schon in naher Zukunft. Ich glaube, das macht auch noch mal ein bisschen Flair für das ganze Modell. Und ich glaube, es wird dann noch mal ein ganzes Stück anders aussehen, wenn das dann so beleuchtet ist. Natürlich wieder mit den üblichen Lichtelementen von Illuminator Bricks, meinem Beleuchtungspartner. Und ja, ich muss es einfach sagen. Und ich bin ja auch zufrieden damit. Ansonsten seht ihr jetzt, hier ist der Aufbau drauf, das Dach ist drauf und jetzt wird es auch nochmal lustig, denn jetzt müssen noch die ganzen Aufbauten, die sonst noch dran sind. Ah ne, erst wird noch vorne das restliche Stück vom Schiffsrumpf oben drauf gebaut. Das ist auch eine sehr interessante Technik, war auch etwas schwierig wieder dran zu kriegen. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt seht ihr aber, wie die kleinen Türmchen da aufgebaut werden aus sehr vielen Technikelementen. Ist teilweise ein bisschen zu hoch für die Kameraperspektive gewesen. Es tut mir ein bisschen leid. Ich habe das nicht dauernd kontrollieren können, weil ich saß ja nicht so, dass ich auf die Kamera schauen konnte. Aber man sieht jetzt, dass jetzt die ganzen Seile etc. gebaut werden. Auch hier sieht man jetzt in der Mitte, dass da zwei Laternen an einem Pfosten sind. Auch die kann man, glaube ich, super beleuchten. Da bin ich gespannt, wie das läuft, wenn ich mich da ranmache. Aber jetzt nähern wir uns auch langsam dem Ende des ganzen Projektes. Und gleich am Ende müssten jetzt noch ein paar Figuren kommen. Ich glaube, 3 Figuren sind dabei. Noch ein bisschen Deko mit gefangenen Fischen etc. Und hier baut man noch so eine kleine ja, Falle, sage ich mal. Ich weiß den Namen gerade nicht, wie es richtig heißt. Hängt da hinten an dem einen von den Türmen dran. Und jetzt werden die Kisten gebaut, die hier vorne auf dem Deck liegen. Ein bisschen Dekofisch dazu und noch die Figuren. 1, 2, 3. Und dann sind wir auch schon fertig. Und hier seht ihr jetzt das Modell hier in unserer kleinen Wasserfläche stehen. Man muss schon sagen, vom Maßstab her ist es wirklich super toll, wenn man sich jetzt die anderen Sachen außenrum anschaut. Aber ihr seht schon, unter unserer Brücke kommt das Ding auf keinen Fall durch. Ist aber auch kein Problem. Das ist ja auch nicht gedacht gewesen für so große Schiffe. Ansonsten finde ich es auch gut. Also es sieht gut aus. Was mir aber auffällt, ist, wenn wir das Ganze irgendwann in die Brickworld einbauen werden, dann müssen wir da uns schauen, wie wir das machen. Denn eigentlich ist das Schiff ja viel zu hoch, denn schaut mal, wo die Schiffsschraube ist. Das heißt, eigentlich müsste der ganze untere Teil weg, dass nur der blaue Teil oben rausschaut. Das wird noch eine interessante Geschichte werden, wenn man das dann ordentlich einbauen möchte. Aber das ist ein Thema, das verschiebe ich jetzt natürlich erstmal ein ganzes Stück nach hinten, denn bis wir zu der Fläche kommen, wo das Schiff dann mal stehen wird, wird noch einige Zeit in die Brickworld fließen. Aber ich habe das Set natürlich jetzt schon mal gekauft, auch deswegen, weil ihr habt ja gesehen, wie sich die Preise entwickelt haben. Man hätte das natürlich nicht mehr zu dem Preis bekommen, wie damals, als es noch im Crowdfunding war. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich werde das Ding auf jeden Fall noch beleuchten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die nächsten Tage schon passiert oder erst später. Wobei ich eigentlich schon Lust darauf hätte, das zu machen, einfach um zu sehen, wie es aussieht. Ja, aber grundsätzlich, mir gefällt es. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und es ist so ein kleiner Teaser in die Zukunft der Brickworld, denn wie gesagt, es wird dann in der Erweiterungsfläche, wir werden dann ja so eine Art U haben, das heißt, unser aktueller Tisch hier, da oben dann die Gleise, dann geht es hier wieder runter und hier drüben irgendwo wird dann weitere Wasserfläche sein. Etwas größer mit einem Hafengebiet ist ja grundsätzlich geplant und da wird auch dieses Schiff sicherlich einen Platz finden. Wobei immer noch die Frage ist Brickgate eigentlich am Meer? Ich weiß es noch nicht, vielleicht schon. Auf jeden Fall ist das hier nicht das Meer, sondern ein Fluss. Und dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr bei diesem Video heute zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich eigentlich gerade gesagt, ist egal. Vielen Dank für eure Abos. Falls ihr noch kein Abo habt, dann lasst doch gerne eins dabei, um keine Videos mehr hier von der Brickworld zu verpassen. Ansonsten gerne Daumen hoch für dieses Video, wenn es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr fühlt, etc. Und dann sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und tschüss.